Hallo! In diesem Video möchte ich dir die neuesten Änderungen und Verbesserungen von Track vorstellen. Unsere Programmierer haben in den letzten Wochen an der Label-Funktion gearbeitet und diese weiter optimiert. Dabei ist euer Feedback eingeflossen und was sich genau geändert hat, möchte ich dir nun zeigen. Zunächst einmal haben wir die Übersichtlichkeit verbessert. Das heißt, wenn ab sofort zu viele Labels in einer Gruppe enthalten sind, dann haben wir das Ganze in eine Liste gepackt. Du siehst das hier am Beispiel der Hoster, das heißt, hier habe ich sehr viele Einträge und ab sofort stehen nicht mehr alle Labels einzeln da, sondern ich klicke hier auf den Button Filtern. Ich bekomme eine Dropdown-Liste, welche ich zusätzlich auch ganz bequem filtern kann. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel Hosting tippe, dann finde ich jetzt hier Hosting Work und der ganze Filter wird aktiv. Ein weiterer Wunsch von euch, den wir nun integriert haben, ist das schnelle Filtern von bestimmten Miner-Versionen. Das heißt, hier werden automatisch dann immer die Miner-Versionen gruppiert. Das heißt, wenn ich jetzt alle 4.9 Installationen haben will, dann kann ich die hier eben ab sofort auswählen und kann so noch schneller alle Installationen finden, die zum Beispiel die aktuelle LTS-Version haben. Außerdem haben wir integriert, dass du ab sofort die Gruppierungen der Labels entsprechend selbst sortieren kannst. Innerhalb der Labels bleibt weiterhin eine alphabetische Sortierung, jedoch kannst du die einzelnen Gruppen sortieren. Dazu gehst du hier rechts oben auf dieses Zahnrad-Symbol und ab sofort kannst du jetzt hier die Reihenfolge verändern. So könnte ich zum Beispiel sagen, dass mir die Hoster sehr wichtig sind und ich schiebe jetzt dieses Label an Stelle 1 oder 2. Genauso kann ich sagen, Organisation ist mir sehr unwichtig, ich möchte das Ganze ans Ende stellen und so weiter. So kannst du das Ganze jetzt individuell sortieren und eben an deine Bedürfnisse anpassen. Wie du ebenfalls siehst, haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, hier die Labels umzubenennen. Wie du siehst, gibt es jetzt bei jedem Label ein Stiftsymbol, welches du nutzen kannst, um nun die Labels umzubenennen. Nehmen wir an, ich habe jetzt bei dem Label Wartungsvertrag einen Tippfehler gemacht, mir fehlt hier ein S, dann kann ich hier einfach auf das Label gehen, ich klicke das an, füge dieses S ein, klicke auf Speichern und ab sofort wird bei allen Installationen, wo dieses Label vergeben ist, das Label angepasst. Somit kann ich auch später Änderungen durchführen, wenn ich zum Beispiel einen Tippfehler habe oder sich etwas in der Beschreibung des Labels geändert hat. Ein kleiner zusätzlicher Tipp, wenn du jetzt zum Beispiel hier ganz viele Labels hast wie bei den Hostern, dann musst du zunächst nach dem Label filtern. Zum Beispiel suche ich jetzt Cyan heraus und jetzt ist eben dieses Label verfügbar. Ich klicke das an und kann auch hier sagen, ich möchte das jetzt mit Großbuchstaben schreiben und natürlich werden auch jetzt alle Installationen sofort geändert. Um den Bearbeitungsmodus wieder zu verlassen, klicke ich einfach rechts oben hier wieder auf das Zahnrad. Eine weitere Funktion, die wir integriert haben, ist das gleichzeitige Zuordnen von Labels. Wie das funktioniert? Ganz einfach, du gehst auf die Installationen, denen du ein Label geben willst. Nehmen wir an, ich möchte jetzt hier diese Installation und dieser ein weiteres Tag hinzufügen. Das heißt, ich gehe hier auf die Installationen, markiere diese, wähle dann hier unten mehrere Labels bearbeiten. Und jetzt, wie du siehst, habe ich die Möglichkeit, Labels zu löschen oder eben Labels hinzuzufügen. In dem Fall möchte ich jetzt hier Labels hinzufügen, zum Beispiel Wartungsvertrag, anschließend einmal Labels aktualisieren und ab sofort findest du bei allen diesen Installationen natürlich diese Labels. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit dem Löschen von Labels, aber ich denke, das muss ich hier jetzt nicht zeigen. Zusätzlich gibt es weitere kleine Optimierungen. Zum einen gibt es jetzt die Möglichkeit, besser auf Oder zu filtern. Das heißt, wenn es Sinn macht, wie zum Beispiel hier, ich möchte den Manager und Monitoring filtern, aber jetzt nicht mehr als Und-Bedingung, sondern als Oder-Bedingung, dann habe ich hier oben so einen kleinen Schalter und kann das jetzt umschalten. Wann würde das hier zum Beispiel Sinn machen? Hier würde das Sinn machen, wenn ich zum Beispiel wissen will, welche Installationen sind alle kostenpflichtig, dann würde ich eben jetzt alle mit Manager-Verbindung und alle mit Monitoring-Verbindung auswählen und eben hier darauf Oder umschalten. Außerdem haben wir die Gruppierung der Labels vereinheitlicht, das heißt, ab sofort wird automatisch immer nach der Gruppierung ein Doppelpunkt und ein Leerzeichen gesetzt und außerdem haben wir die Autovervollständigung noch etwas optimiert, aber das sind alles Dinge, die wir jetzt nicht einzeln hier aufführen wollen. Viel Spaß mit den neuen Funktionen und Verbesserungen und bis zum nächsten Mal.